Komme ich letztens in die Firma eines Kunden, überfällt mich der Inhaber schon mit den Worten: Die Einstellung von Martin hätte ich mir komplett sparen können. Ja, naja, eigentlich hatte ich ihm das von Anfang an gesagt. Aber was nützt der Prophet im eigenen Land? Was war passiert? Der Inhaber hat einen Freund eingestellt, der schon mal im Logistikbereich gearbeitet hat. Aber eigentlich hat er einen Lagerleiter gebraucht. Und wie das eben so ist, dem Freund vertraut man und der ist ja auch viel günstiger als ein ausgebildeter Logistiker. Tja, und nach kurzer Zeit ist er nun unglücklich mit seinem Freund als Lagerleiter. Deswegen vermeide die typischen Fehler bei der Personaleinstellung und halte dich ab sofort an den Prozess, den ich dir in den neuesten Business-Tapas vorstelle. Mein Name ist Diana Walter und ich bin Business Coach für den Mittelstand. Es gibt wirklich 3 Fehler, die ich bei vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen über die Jahre hin beobachtet habe. Erstens, es werden Freunde oder gute Bekannte eingestellt. Denen vertraut man, die kennen einen, die sind fleißig, bis man mit ihnen jeden Tag arbeiten muss. Und in den meisten Fällen spielen die fachlichen Qualifikationen eine untergeordnete Rolle. Und durch die fehlende Distanz ist es für den Inhaber auch immer schwer, objektiv Feedback zu geben. Der Freundschaft wegen wird über vieles hinweg gesehen und somit schadet man automatisch der eigenen Firma. Plus, die anderen Mitarbeiter vermuten immer, dass es eine Bevorzugung des Freundes gibt, auch wenn das eigentlich gar nicht so der Fall ist. Und schon sind Konflikte vorprogrammiert. Und noch was ganz Wichtiges passiert. Der Freund hält sich aus falscher Verbundenheit mit Kritik zurück oder weist gar nicht auf neue Perspektiven oder Ideen hin. Und schon ist echtes Potenzial verschenkt. Also mach erstens nicht und mach aber auch zweitens nicht, nämlich jemanden einstellen, nur weil er billig ist. Nur weil jemand verfügbar ist und man sich den Mitarbeiter leisten kann, ist das nicht automatisch eine gute Entscheidung. Eine fachliche Grundqualifikation muss auf alle Fälle da sein und der Wille zur Übernahme von Verantwortung muss auf alle Fälle da sein. Jemanden komplett in ein Thema einarbeiten zu müssen, das überfordert die Ressourcen einer kleinen Organisation. Gerade wenn du eigentlich Entlastung brauchst, aber erstmal mehr Belastung durch die Einarbeitung eines fachfremden Mitarbeiters hast. Und viele Kunden nehmen Mitarbeiter, die über verschiedene Förderungen kostengünstig angeboten werden. Das ist für große Organisationen okay, aber eben nur für große, nicht für den kleinen Mittelständler. Da steckst du viel Zeit und Mühe in die Einarbeitung oder in die Ausbildung, kommst aber mit deinem Unternehmen nicht voran, rein zeitlich gesehen. Und dann kommt auch noch was dazu, was ich fast für das größere Problem bei günstigen Mitarbeitern halte. Sie erwarten von dir, dass du alles vorgibst, was sie tun oder lernen sollen. Das kostet Zeit. Und eigentlich brauchst du Mitarbeiter, die kreativ und engagiert sind und die neue Ideen und im besten Fall Innovationen vorantreiben. Das bringt dich und dein Unternehmen weiter. Günstige Mitarbeiter behindern dich eher. Also mach erstens nicht, mach zweitens nicht und drittens, stell niemanden ein ohne eine klare Stellenbeschreibung. Das kommt leider sehr, sehr oft vor. Da heißt es dann vom Chef, oh, wir brauchen jemanden für den Innendienst. Und dann kommt einer. Aber der weiß gar nicht, wofür er 100%ig verantwortlich ist und wie weit diese Verantwortung sich mit den anderen Abteilungen überschneidet. Wenn dann der neue Mitarbeiter mit seinem Erfahrungsschatz anfängt, voll engagiert zu arbeiten und dem ersten Kollegen auf die Kompetenzfüße getreten ist, dann ist der Schaden im Team groß. Es kommt zu Konflikten. Die hätte man von an vermeiden können, aber hat man nicht. Der Mitarbeiter ist unzufrieden, weil er nicht weiß, was von ihm erwartet wird. Und er macht das, was er gut kann und wo er sich gut beweisen kann. Und das muss aber nicht das sein, wofür er eingestellt wurde. Die Einarbeitung ist unklar. Also was muss er lernen? Was ist klar? Wofür ist er zuständig? Und alles das führt zu Fehlinterpretationen und Ineffizienz in der Firma. Du stellst jemanden ein und investierst Geld, aber nichts wird besser. Kennt der ein oder andere sicherlich aus eigener Erfahrung. Also, damit du diese Fehler in Zukunft vermeidest, solltest du den folgenden Prozess anschauen und überlegen, wie du ihn Stück für Stück in deiner Firma etablieren kannst. Also, erster Punkt. Bedarfsanalyse und Anforderungsprofil erstellen. Schau dir maximal 2-mal im Jahr deine Strategie an
und identifiziere die offenen Stellen basierend auf dem Unternehmenswachstum und deiner Strategie. Die neue Regel lautet, einmal im Halbjahr wird über neue Stellen diskutiert und geplant, sonst nichts. Dann erstellst du ein detailliertes Anforderungsprofil, also eine Art Stellenbeschreibung mit Verantwortung, Aufgaben, notwendigen Fähigkeiten und so weiter. Eine Vorlage dafür schicke ich dir gern zu. Aber Achtung, die Stelle wird nach dem Bedarf und nicht nach dem zur Verfügung stehenden Kandidaten geschaffen. Ich empfehle, ein Disk-Profil für jede Stelle festzulegen, also genau die Person zu beschreiben, die am besten passen würden von ihren Fähigkeiten und ihrem Charakter her. Und zum Schluss legst du den Budgetrahmen für diese Position fest. Also welchen Einfluss hat die Stelle auf den Profit des Unternehmens und was kosten solche Mitarbeiter? Und dann machst du das, bevor die Stelle ausgeschrieben wird. Jetzt kommen wir zu zweitens Stellenausschreibung und Recruiting-Strategie. Hier geht es um die Erstellung einer ansprechenden und authentischen Stellenanzeige und die Veröffentlichung auf relevanten Plattformen wie LinkedIn, Jobbörsen, eigene Website und so weiter. Sinn macht auch die Nutzung von Mitarbeiterempfehlungen und Netzwerken oder das sogenannte Active Sourcing, also die gezielte Ansprache von Talenten. Also im Klartext, du suchst dir jemanden aus und wirbst den dann einfach ab. Wenn das soweit erledigt ist, dann kommen wir zu drittens, der Vorauswahl und den Erstgesprächen. Du schaust dir also die Bewerbung nur grob an und triffst eine Vorauswahl. Den Erstkontakt würde ich immer per E-Mail oder Telefon oder Videocall machen. Wenn du viele Bewerbungen kriegst, würde ich so eine Art Webinar zum Vorstellen des Unternehmens und der Stelle machen. Das hat bei einigen meiner Kunden ziemlich gut funktioniert. Dann kommt das persönliche Interview der besten 3 Kandidaten als nächster Schritt. So, und dann sind wir bei viertens angekommen, nämlich dem strukturierten Interviewprozess. Im ersten Interview prüfst du die kulturelle Eignung und die Motivation. Also das Gespräch wird von 2 Leuten aus deinem Unternehmen geführt. Einer davon ist immer der Teil der Geschäftsleitung, der verantwortlich ist, und der andere ist immer der direkte Vorgesetzte. Wenn dieser Kandidat in Frage kommt, dann kriegt er so einen Disk-Link, um so einen Disk-Report zu erstellen und um seine Persönlichkeit zu beurteilen. Beim zweiten Interview nach 1 oder 2 Wochen geht es dann um die fachliche Kompetenz. Da solltest du testen, ob der zum Beispiel eine Case Study bearbeiten kann oder ob er praktische Aufgaben erledigen kann oder manchmal macht sogar ein Tag Probearbeiten Sinn. Und dann trefft ihr eine Entscheidung. Der neue Vorgesetzte meldet sich telefonisch beim Kandidaten und überbringt die Entscheidung. Also egal, ob positiv, es geht weiter oder negativ, sie sind leider raus. Soweit, so gut. Jetzt noch ein paar Hinweise zu fünftens, Testaufgaben oder Probearbeiten. Das empfehle ich bei allen Mitarbeitern, die nicht zur Geschäftsleitung gehören. Also stellt kurze, praxisnahe Aufgaben, um die fachlichen Fähigkeiten zu überprüfen. Und falls ihr mögt, lasst den einen Tag lang Probearbeiten im Team, damit man sieht, ob er zum Team passt und ob er das auch wirklich kann, was er in Zukunft machen soll. Dann wird eure Entscheidung richtig, richtig gut. Ganz wichtig aus meiner Sicht ist der Punkt 6, Entscheidungsfindung und Vertragsangebot. Im Normalfall evaluiert der Geschäftsführer mit dem direkten Vorgesetzten gemeinsam den Kandidaten und informiert ihn möglichst schnell nach diesem Gespräch. Dazu gehört auch das wettbewerbsfähige Angebot inklusive Benefits, Optionen, Entwicklungsmöglichkeiten, was auch immer. Zum Abschluss möchte ich noch kurz was sagen zu 7, dem Onboarding-Prozess. Der Onboarding-Prozess beinhaltet alles von Vorbereitung vor dem Start, also sowas wie Arbeitsplatz einrichten, Zugänge, Willkommenspaket, über den Einführungstag mit Vorstellung des Teams und des Unternehmens bis hin zum Einarbeitungsplan für die ersten 30, 60 und 90 Tage. Und es geht weiter mit Feedbackgesprächen nach 2 und nach 4 Wochen zur Optimierung der Zusammenarbeit und bis hin zu einer Zielvereinbarung ab dem 7. Monat nach der Probezeit. Wenn ihr dazu mehr Infos braucht, dann findet ihr sie in den 4 anderen Business-Tapas-Videos der ersten Staffel, glaube ich, die ihr in der Beschreibung unten findet. So, schnelles Fazit.
Stelle niemals Mitarbeiter nur wegen persönlicher Beziehung oder wegen des günstigen Preises ein. Langfristig kosten unqualifizierte oder unmotivierte Mitarbeiter dem Unternehmen mehr, als dass sie bringen. Und definiere jede Position mit einer klaren Stellenbeschreibung, um Chaos, Ineffizienz und hohe Fluktuation zu vermeiden. Und last but not least, investiere in qualifizierte, engagierte Leute mit klaren Verantwortlichkeiten. Das zahlt sich in Wachstum, Innovation und langfristigem Erfolg immer aus, 100%. Wenn du diese 3 Dinge einhältst, dann wirst du garantiert weniger Probleme mit Mitarbeitern haben. Und wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst, kann ja passieren, dann musst du eben mich anrufen.